Ein komplettes Tiny House für 56.000 Euro, made in Europe. Ja, das gibt es hier auf dem Caravansalon. Grüß dich herzlich. Hi. Du bist der? Lukas. Hallo Lukas. Ja, du bist Deutsch-Pole, das kann man mit Fug und Recht behaupten. Ja, ihr seid unsere Nachbarn mit der längsten Grenze überhaupt. Ja, meine Frau, die ist in Polen geboren, ist mit 4 Jahren hierher gekommen und ihr macht wirklich handwerklich tolle Qualität, oder? Ja, genau. Also es ist traditionell großer Holzbau bei uns. Wir sind da mitten in den Bergen. Das ist ungefähr 60 Kilometer von Krakau. Da wird traditionell einfach aus Holz gebaut, seit Jahrhunderten quasi. Und die Qualität sieht man wahrscheinlich an unseren Häusern dann auch. Ja, es fängt an, ist natürlich ein großes Thema, ist die Dämmung. Da kommen wir gleich mal drauf zu sprechen, denn so ein Tiny House, hier leben ja Leute drin, die wollen ja nicht, was so die Heizkosten angeht, dass die explodieren. Du hast eine Wärmepumpe, hast du hier drauf? Richtig, genau. Also Wärme und Kühle dann natürlich im Sommer. Von Gree. Das ist ein gutes Produkt, sehr leise und Ich kenne die. Wir gehen nämlich hin und heizen damit. Das ist recht energieeffizient, das Heizen. Man kann auf mehrere Arten heizen bei dir? Genau, also wir haben auch Pelletöfen, Holzofen geht auch, Fußbodenheizung geht tatsächlich auch So, wir zeigen erstmal das etwas kleinere. Das, was wir haben, das hier hat 2 Stockwerke? Das ist größer, das ist größer, das andere ist kleiner. Das hat 2 Stockwerke, genau. Wir halten mal kurz rein. Aurora Company heißt dein Laden? Genau, Aurora Company, genau. Was hast du gelernt? Ich bin selber aus dem Marketingbereich. Mein Partner ist Schreiner und zusammen gibt es halt eine gute Zusammenarbeit. Ne? Ja, was ziemlich cool ist, die Leute, die strömen hier richtig rein. Hast du schon ein paar verkauft am Messe? Ja. Sehr cool. Ja, das war für dich Imagepflege. Du hast gesagt, ich komme auf die Messe, dann hast du mich verfolgt ganz lange, Genau, hast gesagt, du musst mal hier Videos machen. Ich stand schon 1 Stunde vom Morelo und habe auf dich gewartet, aber du kamst nicht raus. Ich kam nicht raus, wir haben Innenvideos gemacht und das ist ein Haus für 53.000? Richtig, 53.000 brutto wohlgemerkt. Inklusive Steuer? Inklusive Steuern. Mit Klimaanlage? Mit Klimaanlage, komplett eingerichtet, Möbel auf Maß, also alles mit Lattenrost und Matratze einziehen und mitnehmen. Kann man 2 verbinden theoretisch? Geht's aus? Ja, geht auch. Machen wir auch. Genau, wenn man sagt, man braucht ein bisschen mehr Wohnraum oder 2 Leute und so weiter. Was ziemlich cool ist, ist die Qualität. Holzpreise sind explodiert. Wie ist es bei euch? Wir haben noch viel auf Lager. Wir sind gut gerüstet. Also die Preise können wir so sicherlich noch das Jahr halten. Auf jeden Fall. Was auch ganz wichtig ist, ja, das ist gesicherte Ladung, das ist kein Wohnmobil. Genau. Das bedeutet, man kann es transportieren, man kann aber, da gibt es Einschränkungen, oder? Richtig. Also es ist natürlich so, dass viele Kunden sich das auch schwerer einrichten. Also wenn man über die 3,5 Tonnen kommt, muss man dann schon mit einem Tieflader kommen und das mit einem Tieflader transportieren. Ansonsten geht ein großer Dodge oder wir transportieren die mit einem Iveco. Passt schon, ja. So, jetzt sieht man das hier Fenster, da hast du ordentliche Fenster eingebaut. Ja, doppelt verglast. Das ist auch ein polnischer Hersteller, das ist alles bei uns in der Ecke, das heißt alles Nachbarschaft. So, ist da irgendwas zu behandeln? Die sind jetzt vorbehandelt. Richtig. Also wir nutzen die Osmo-Farben. Osmo? Deutsche Osmo-Farben. Ich kenne die, das sind Naturfarben. Richtig, genau. Und die sind teuer. Die sind teuer, ja, genau. Und also wir machen da keine Kompromisse bei Qualität oder sonst was. Ne? Das ist Zufall, weil ich für einen Farbenhändler aus dem Saarland immer drehe. Echt? Und der die auch verwendet. Das ist wichtig für Allergiker, da riecht nichts. Die sind lösungsmittelfrei. Genau. Also richtig tolle Farben. Hi! Hey! Shenandoah. Diesmal was ganz anderes. Ein Haus auf Rädern. Wirklich ein Haus auf Rädern diesmal, ne? Ja, du darfst das gleich mal testen. Wir zeigen das mal. Hier gibt es diverse Dinge. Lüftung, B&N-Lüftung, ganz wichtig, oder? Richtig, absolut, klar. Ist das da ein Lüftungs? Das ist ein Lüftungsgitter und klar über die Klimaanlage. Wir können auch Rekuperatoren installieren, auch sehr sinnvoll. Da geht es ja von Solaventi, coole Systeme. So, eine mehrfach verriegelte Haustür wie zu Hause, wie ich das gehört. Wo ist die Klingel? Die Klingel. Jetzt habe ich dich. Ja, wir suchen schon nach digitalen Prozessen, dass man quasi, weil es sehr interessant für die Weitervermietung ist, als Glamping-Objekt haben wir da einfach Systeme, wo du einfach mit der App die Tür aufmachst. Ja? Das ist ein Nuki-Schloss, damit geht das, oder einfach einen QR-Code scannen und dann kommst du in dein Haus. Das heißt, der Schlüssel ist out. Schlüssel ist out. Keine mehr.
Okay, das ist auch wichtig für Aber Kinder. hier ist ja noch drin. So, das heißt, du kannst die praktisch dann vermieten. Du musst gar nicht da sein, derjenige kriegt einen Schlüssel, fertig. Genau. So, drin habt ihr natürlich Privacy, weil du stehst ja quasi direkt im Raum drin. Wie ist die Schallisolierung? Also wenn du die Tür zumachst, du hörst gar nichts mehr. Also es ist dicht, einfach dicht. So, wir gehen gleich mal rein. Wir gucken es gerade noch mal von hinten an. Das Haus hat jetzt quasi 2 Stockwerke. Kann man so nicht sagen, im Prinzip 1,5. Ein Kniestock? Ja, 1,5 würde ich auch sagen. Ja. So, da ist jetzt ein Vorbau. Was ist da drin? Da kann man halt die Batterie machen. Wir machen auch Solarpanels oben. Da kann man halt die Batterien oder auf Gas. Die ganze Gasinstallation ist da, ja. Ja, es gibt ja jetzt eine ganz neue Technik, die Cinderella-Verbrennungstoilette auch für 230 Volt, die hast du ja gesehen. Die verkaufen wir auch sehr oft. Die verkauft ihr oft, gell? Das heißt, ich brauche gar keinen Anschluss mehr, also für die Fäkalien und so weiter. Das Zeug hält ewig, trotzdem Abwasser muss ja irgendwo hin. Wie geht ihr damit um? Ja, wir haben spezielle Auffangbecken, ne, oder Kanister und das wird dann aufgefangen. Ja. Aber da muss der Kunde sich dann schon selbst drum kümmern vor Ort, ne, weil es wie gesagt sehr in die Vermietung geht. Aber da gibt es diverseste Lösungen. Du machst unglaublich viel Vermietung. Das heißt, es sind nicht die Studenten, die jetzt irgendwie reingehen und. Auch Studenten. Wir haben, also 60% unserer Kunden wohnen tatsächlich im Haus selber. Also richtig ganzjährig. Ne? Wir verkaufen auch viel nach Schweden und Norwegen. Und, sind die winterfest? Die sind komplett winterfest, genau. Okay. Isolierung, klär mich auf. Genau. Wir haben hier die PUR-Dämmung. Das ist halt ist natürlich ein Industrieprodukt. Wir haben aber auch Schafswolle drin. Metisse ist was ganz Neues. Das ist recycelter Jeansstoff und Wollstoff. Also, sag mal, hier für die Kohle baue ich es doch nicht selber, jetzt mal ehrlich. Nee, baust du nicht. Du kannst es versuchen, aber dann hast du nach 2 Wochen keine Lust mehr. Ihr baut 10 im Monat. Ich habe 10-mal nachgefragt. 10 im Monat. 10 im Monat. Sagt er, ja, 10 im Monat. Ist so. Und alles, was ich hier sehe, ist mit drin. Die Möbel nicht, oder? Alles. Doch, alles. Die Möbel, Kühlschrank, der Ofen. Nochmal, die Couch ist mit drin. Die Couch auch Sondermaß, da haben wir einen sehr guten Hersteller. Wird alles, die ganzen Stoffe sind individuell ausgewählt, kann man sich selber auch noch definieren. Ja, also ich höre sehr oft, die Couch ist mit, ja, die ist tatsächlich dabei. Ja. So, die Klimaanlage ist mit drin, die Fenster sind mit drin. Ich habe so eine gute Dämmung, man sieht das auch hier oben, da kannst du durchgucken. Ihr habt eine Wandstärke von? Das sind insgesamt 8 cm Pier-Dämmung alleine und insgesamt sind wir bei 12 cm. Ne? Das ist ein Holzständerwerk. Und, ja. Du bist total crazy. Das heißt, das Haus kostet 53 mit allen Möbeln. Ja, mit dem Fahrgestell, das ist auch drunter. Tatsächlich, es ist auch ein Vlemix-Trailer, made in Holland. Wir sind mittlerweile einer der großen Abnehmer und kaufen dann immer so 10 bis 20 Stück. Die Bilder sind drin? Ja, die kriegst du noch dabei. Ist noch dabei. Also da gibt es natürlich auch eine schöne Lösung mit Infrarotbildern, also Infrarotheizung in Form eines Bildes. Also der Spiegel da hinten ist zum Beispiel auch ein Infrarotspiegel. So, fangen wir mal an. Also ich gehe mal gerade in die Ecke. Ich mache das immer ganz gerne, um das Raumgefühl mal zu zeigen. Und du, wenn du mal gerade so nett bist und mal hochgehst, ich bin mal gerade gespannt, auch da ist wahrscheinlich jede Schublade, die da ist, jede Stufe hat eine Schublade? Ja, fast jede. Also wir sind da, also ich habe jetzt natürlich wenn jetzt die 1000 Leute, die hier auf der Messe waren, dann siehst du natürlich die unterschiedlichsten Altersstufen, ja. Und klar, die ältere Kundschaft sagt, die Treppen sind vielleicht zu hoch, da haben wir schon Ideen, einfach da Verbesserungen mitzunehmen von der Messe einfach. Ne? Gut, mit dem Rollstuhl ist es nicht geeignet, aber ich sag mal, das weiß man ja vorher, was man hat. Du könntest aber theoretisch auch einen Grundriss bauen, du könntest 2 Häuser verbinden, könntest es flacher machen. Also in Zukunft wird man sehen, was dann kommt, oder? Absolut, absolut. Also wir sind jetzt dabei, auch ein Tiny House zu machen, was nicht diese 3,98 Meter hat, sondern einfach eine Ebene tiefer. Und da kommt man auch mit einem Rollstuhl rein. Ich hatte auch so eine Anfrage. Wir sind gerade noch dabei, für die Lady was zu entwickeln. So, du bleibst dann da oben. Ist es da oben wärmer? Es ist angenehm. Ist angenehm. Ist aber ist nicht irre heiß oder so. Jemand das kennt im Wohnwagen, dass es irgendwie Stauhitze da oben ist oder so. Nee, das hast du nicht. Nee, hast du nicht. So, dann kannst du oben durchlüften. Am höchsten Punkt hast du Fenster angebracht. Du kannst wirklich von links nach rechts durchlüften. Genau. Fliegengitter auf Wunsch? Ja, machen wir auch. Also alles. Das ist so. Das ist mit dabei. Das heißt, der Tisch ist mit dabei, die 3 Stühle sind dabei. Die sind dabei. Ja, der Teppich ist dabei. Der Teppich ist dabei. Wie es hier steht? Ja, wie es hier steht, komplett. 53.000. Aber
Bitte? Ich komme gleich hoch zu dir, keine Angst, du wirst du sehen. Also das heißt, wenn ich Miete sparen möchte, ich will mich verkleinern auf einen kleinen Raum, dann gebe ich dir die 53, warte 5 Jahre? Nein, du wartest im Moment 4 bis 6 Monate und dann hast du dein Haus aufgestellt im Hof oder auf dem Campingplatz, wo du es hin haben willst. Kühlschrank dabei? Der ist dabei, genau. Herd dabei? Herd ist auch dabei. Kaffeemaschine? Die ist im Haus eigentlich dabei, ja. Im Haus dabei. Dunstabzug dabei. Super, absolut. Ist auch kein Fake-Dunstabzug, sondern geht einfach. So, der geht nach außen? Der geht nach außen. So, man kann sich hier die Motive auch selber individuell gestalten lassen, wenn man eine nette Familie hat, vielleicht die Oma drauf. Oder nee, ich würde direkt meine Frau drauf machen. Ja. Die Marlene. Ja. Ist doch so. Dann Induktion, was ist das hier? Das ist Induktion, genau. Induktion, so. Ist das jetzt ein Modell für 230 Volt Anschluss? Das heißt für einen festen Anschluss. Du sagst aber, wenn jemand ganz autark stehen möchte, einfach mal fragen, habt ihr Lösungen, oder? Absolut. So, mit Lithium, Solar, mit Wechselrichter. Wechselrichter, alles, genau. So, der Gasboiler, ihr habt keinen schlechteren genommen als Ariston. Der ist, top, richtig klasse, ja, oder? Ja, danke. So, das heißt, der ist dabei. Das ist jetzt Elektro, ne? Ist elektrisch. Elektrisch, ja. Ja, aber das ist das warme Wasser, die sind so super isoliert, der hält das. Also das ist zum Duschen, da ist genug Wasser drin. Das wird ja auch noch gemischt. Dann siehst du hier unten, ich bin total geflasht. Echt? Die Riesendusche, guck mal, die ist größer als bei mir zu Hause. Ja. Das ist ja voll die Frechheit. Wir können das auch größer bauen, das Badezimmer, wohlgemerkt. Ne? Das ist je nach, wie der Kunde es will. Ne? Also wir haben hier theoretisch noch Platz für eine Badewanne, ginge auch. Kriegen wir hin. Länger möglich? Länger, ja, absolut. Wobei wir sind jetzt bei Nutzraum, Innenraum bei 7,9 Meter. Also das ist schon das Maximum, aber ja, wir sind ja gerade am Anfang, insofern. So, Waschbecken dabei. Genau. Die Armaturen sind auch dabei. Also ich frage mal so vorsichtig, nicht dass dann irgendwie, ich gebe dir 53 und dann fehlt hier der Hahn oder so. So, der Siphon ist dabei. Der Siphon ist ja absolut dabei. Das Klo dabei. Klo ist dabei, ja. So, da brauche ich jetzt einen festen Anschluss. Eine Cinderella kostet, ich glaube, 3,5. Dann wird sich anbieten, ne? Je nachdem, wo du stehst. Ne? Dann brauchen wir noch nicht mal Wassertanks. Wie geht der damit um? Regenwasser auf und so weiter? Ja, haben wir bis dato sehr wenig verkauft. Ja, ist immer so ein Aufpreis. Ist in der Planung. Aber habe ich jetzt nicht so die Erfahrung mit, muss ich sagen. Also das Beste, das heißt, ihr heizt jetzt auch mit der Klimaanlage, richtig? Genau. So, das ist übrigens, kostet weniger als man denkt. Also ist wirklich so bei einem kleinen Raum ultra isoliert. Wenn man jetzt so einen, Energieeffizienzwert hier ansetzt, hat das A+. Ja, das ist dann eine individuelle Geschichte, weil die Kunden generieren sich die Fenster, das heißt, es wird immer neu berechnet. Ne? Ja. Es wird immer neu. Aber es ist schon, berechnet, ne? Ist es schon fast auf Niveau von einem Passivhaus, oder? Nee, noch nicht. Gut, aber Dämmung ist schon wir sind dabei, also wir sind dabei. So, zeig mal, was hier alles drin, den Schrank. Ja, hier ist wahrscheinlich Koffer. Gut, ist natürlich der Messebetrieb. Für den Koffer ist da. Du schläfst hier drin? Ich schlafe da drin, ja. Ich habe 2 und ich teste. Du schläfst im Koffer. Ja, genau. So, unten was da drin? Kühlschrank? Nee, das ist auch wieder Stauraum. Kühlschrank ist wo? Unten drunter, der silberne, gell? Den kann man auch größer bauen, das ist natürlich hier nicht mein Food, so, aber so sieht ein Kühlschrank aus. Ne? Warte, ich zeig mal gerade, was so die Polen so essen. Bananen esst ihr auch? Ja, klar. Ich dachte, die wären so teuer in Polen, die Bananen. Ja. Nee, das war früher mal. So cool. Nee, ich sag mal, man macht sich so lustig darüber. Es ist Hightech mittlerweile, wenn du bedenkst, dass Volkswagen den T6 in Polen fertigen lässt, ja. In einem Hightech-Werk, das neuer ist als das in Wolfsburg, ja. Ja, so. Wir haben sehr gute Handwerker, absolut. Ja, absolut, glaube ich dir. Also wir haben so ein schönes, super Team, alle sind zufrieden. Mittlerweile kommen Leute von der Konkurrenz zu uns und wollen für uns arbeiten. So ist das. Ja, mittlerweile sogar das hochpreisige Land. Ja, Polen war ja mal, sag mal, wenn man jetzt ganz billige Arbeitskräfte sucht, dann muss man, ich glaube, weiter Richtung Osten gehen. Ja, Weißrussland, oder? Genau. So ist es. Nee, toll. Ihr habt CNC-Maschinen natürlich. Das Ganze sind Bausätze. Wenn du jetzt 10 baust im Monat, ja, dann, ich sag mal, muss das ja schon ein bisschen standardisiert sein. Oder? Ja, genau. Wir investieren da viel, sind dabei, EU-Förderung zu bekommen für Entwicklung. Also wir wollen, das Wichtigste ist, dass man einfach immer weitergeht, sich entwickelt und die Häuser immer besser werden. Das ist unser
Anspruch. Ne? Du weißt, was jetzt passiert, wenn wir das Video senden? Ich weiß es nicht. Du kannst dich mal warm anziehen. 53.000, das Bett ist dabei. Das kann man jetzt Die auch noch, erste. das kann man hier so auch haben. Ne? Also Das Bett ist dabei. das Bett und das Lattenrost drunter ist dabei. Genau. Die Kerzen auch. Der Schrank da hinten dabei. Die Schrank, ja. Lampen. Lampen, Elektroinstallation, alles dabei. Wir liefern es auch. Auch die Lieferung ist dabei. Die Lieferung ist auch dabei. Ja, klar. Die ist ja im Preis, die ist nach Düsseldorf schon eingerechnet. Und ja. Du willst mich jetzt nicht verscheißern. Das Ding kostet 53, wie es hier steht, mit der Steuer, mit Lieferung, mit... Sag mal, du musst die Dinger noch verkaufen wie bescheuert. Ja, darum bin ich ja hier. Hier, die Garderobe dabei, Die ist auch dabei, klar. Feuerlöscher dabei. Feuerlöscher ist dabei. Das ist jetzt polnisch, da wüsste ich jetzt nicht, wie ich den Guck bediene. mal die Produktion an, ja, dass wir jetzt hier Deutsche erweitern Texte müssen, aufmachen, ja. Ey, ist das geil. Gut, jetzt ist es ein bisschen dunkel, weil ja die Seite hier nicht da ist. Genau, das heißt, genau, die ist- du investierst 53, brauchst nie wieder Miete zahlen. Ja. Gut, du musst Grundstückspacht dann natürlich. Oder es gehört dir. Eben, ich will es haben. Das So, wäre voll das Hannas ideale Herz. Zuhause für mich. Du kannst so ein Teil nicht überall hinstellen. Das ist kein Camping mit Zulassung, oder? Genau. Das ist das Problem aktuell. Aber es entstehen immer mehr Tiny Villages, wo man die Teile hinstellen kann. Wo? Ich kenne keine. Gerne mal eine E-Mail schreiben und Ihr habt eine Liste. wir suchen halt für die Kunden aktiv auch Sachen raus. Also das gehört bei uns zum Service. Ne? Wir suchen euch die Stellplätze und ihr müsst euch um nichts kümmern. Ne? Also das machen wir auch aktiv. Genau, wenn du dich mal gerade da hinstellst. Ich habe ein paar. Oder weißt du was? Setz dich doch mal hin. Ich habe ein paar Fragen an dich. Denn was jetzt viele Leute interessiert ist, ich meine, jetzt habe ich hier so ein Haus, habe die Ideen und jetzt, ich gucke schon nicht hinterher, ja, die will nämlich unbedingt von zu Hause ausziehen. Du wohnst noch zu Hause? Nee. Also es ist eigentlich mein Haus, aber es ist so ähnlich wie das einfach. Und das wäre so cool, wenn ich das Haus einfach auf Rädern hätte. Das wäre dann einfach mein Traum sozusagen. Also, okay, das heißt, du hast ein eigenes Haus, oder? Ja, sozusagen. Was heißt denn sozusagen? Also meine Mutter ist Nomadin und sie hat das mir einfach überschrieben, schon von der Geburt an. Und es ist auf meinem Namen. Und sie wohnt zwar noch mit mir da zusammen, aber sie ist sowieso die Nomadin und das wäre dann einfach voll die Lösung. Aber für uns was ist denn beide. ein Nomade? Klär mich mal auf. Also sie reist super viel gerne und sie war auch schon vor meiner Geburt einfach, sie hat ja auch in Indien meinen Vater kennengelernt und die halt waren zusammen einfach immer unterwegs und haben Ja. da gearbeitet vor Ort, wo sie gerade sind. Einfach voll spontan sozusagen. So Toll. richtig nomadenmäßig. So, wenn ich jetzt ein Grundstück habe, also es geht ja so, es gibt ja eine deutsche Bauordnung, es gibt untere Bauaussichten, UWA, es gibt obere Bauaussichten und so weiter. Das ist hier kein Haus, oder? Ja, also sobald es an die Kanalisation angeschlossen ist, musst du den ganzen Prozess mit der Baugenehmigung durchgehen. Aber das hängt von Gemeinde zu Gemeinde ab. So, wenn ich jetzt eine Cinderella nehme und schließe nicht an die Kanalisation an, was ist denn dann? Dann würde ich trotzdem nochmal mit der Gemeinde sprechen. Ja, es ist zwar auf Rädern, kann weggezogen, ich würde mich immer absichern. Ich kann da keine viele- schlechte Empfehlung abgeben. Es gibt oder viele so. verfahrensfreie Vorhaben in Deutschland. Also wo Genau. wirklich die Baugenehmigungen bei uns im Saarland sind, so zum Beispiel Gartenhäuschen bis N Quadratmeter, sind verfahrensfrei. Das bedeutet, man zeigt die an bei der Gemeinde, wartet irgendwie 14 Tage und dann kann man es hinstellen. Das Das funktioniert sehr oft. Darum lieber mit der Gemeinde absprechen, vor allem mit dem Bürgermeister oder wie auch immer, wenn man da Kontakt hat. Ich bin dabei, das mit unseren zu klären. Also es passiert einiges. Aber was ist im Winter, wenn ich es nicht benutze? Sollte man es ein bisschen heizen, dass man guckt? Ja, klar, man kann die Klimaanlage dementsprechend aufstellen, dass die zuheizt. Genau, das Okay, geht. dass die also, dass auf keinen Fall über 0 Grad geht oder so. Ja, genau, das macht So, Sinn, ja. die Verdunklung ist ja mit drin. Ich sehe es denn da, genau. Ja, fang mal an, mal kurz mit den Hölzern. Was hast du hier verbaut? Das ist Fichte. Fichte. Ganz normal Fichte. Komplett, überall. Komplett Fichte. Unten ist jetzt gebeizt, oder? Genau, richtig geheizt. So, Fußboden, was ist das? Das ist ebenfalls Fichte. Fichte. Ja. Das ganze Haus aus Holz. Das ist komplett aus Holz. Echtholz. Echt, richtig. Keine Spanplatte. Ja, da haben wir Spanplatten jetzt verbaut. Furniert dann. Die Möbelfronten, oder? Genau, die Fronten sind furniert. Aber da geht natürlich auch Echtholz, ne? Wir fanden das jetzt so vom Gestalterischen schön. Ja, ich auch. Ja. So, jetzt schieß mal los. Wie gefällt dir das? So gut! Ich überlege es mir echt irgendwie, sowas zu holen. Das wäre super. Das ist krass gut. Wirklich schön. Dann hier oben hast du noch einen Stauraum, da kommst du irgendwie ran. Ja, den kann man sich auch verlängern lassen, ne? Oder einfach mal weglassen, geht auch. Man kann sich, wie gesagt, die Fenster höher bauen, breiter. Da sind wir komplett flexibel noch. Ne?
So, komm. Ja, wir werden jetzt eins machen. Ich werde für das nächste Haus noch ein extra Video machen für dich. Das schenke ich dir. So, es ist so. Du hast das so gut gemacht. Und wenn ich jetzt Interesse habe, habt ihr eine Webseite? Ja, Aurora, das ist AC. Das muss ich selber schauen. Ne? Sonst, jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt. Ne? Jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt. Ja, klar. ac-tiny-house.de, das ist unser. So, genau, wenn du es mal gerade zeigst in die Kamera. Also ac-tiny-house.de. Und das ist die deutsche Website. Ist auch alles auf Deutsch. Wir haben auch eine polnische. So, das ist eine Preisliste? Warte, ich zeig mal gerade. So, ist jetzt zuzüglich Mehrwertsteuer. Also das ist jetzt für gewerbliche Kunden gedacht. So, ich zeig's mal gerade. Das ist Sunshine 28,6. Echt? Netto, genau. Netto. Ist natürlich dann komplett leer. Ne? Es gibt viele, die sich das selber ausbauen. Ne? Das ist quasi wie einziehen. Es geht noch billiger. Es geht noch billiger, ja, klar. So, 28,94 netto plus Steuer. Das hat dann hast du hier eine kleine Veranda vor. Ne? Also es ist auch sehr, sehr schick. Ne? Haben wir jetzt nicht hier, aber nächstes Jahr sind wir damit auch am Start hier. Und ein Tiny Office ist gerade in der Entwicklung quasi. Tiny Office, das heißt, man könnte ja auch mehrere von den Teilen zusammenstellen, dann, ja, wenn das dann ginge. So ist es. Blitzschutz, wie geht das? Ja, also das muss man sich vor Ort regeln, das ist alles installiert. Genau. Also im Prinzip Elektriker nochmal anrufen, weil das steht ja im Moment auf Rädern, das muss ja dann irgendwie nochmal angeschlossen werden oder so. Ja. Auch das muss man klären. Cool, komm, wir gehen mal raus. Die Leute warten schon draußen, die wollen alle rein, denn du bist schwer umlagert mit dem Haus. Absolut, ja. Ich bin das erste Mal hier, wir sind last minute hier gelandet auf der Messe, da wurde was frei. Und Lukas, die Idee zu den Häusern, wie kam das? Ja, mein Partner war jahrelang in Amerika und hat da die Häuser gebaut und hat die Idee halt mitgenommen und ich bin eher der Marketing-Experte oder ich versuche der zu sein. Marketing-Experte. Ja, Online-Marketing und SEO. Also tatsächlich mache ich jetzt auch einen interessanten Vergleich, weil wir versuchen die Lead-Generierung, ich will jetzt am Ende vergleichen, wie viel Kunden... Lead-Generierung, was ist denn das? Ja, also wie viel aktive Anfragen habe ich quasi über die Website. Wir fahren hier eine Online-Kampagne und versuchen das irgendwie mit der Messe zu vergleichen, weil du hast ja für die Messe Kosten X. Und jetzt will ich das preislich angucken, vergleichen und gucken einfach. Hast du irgendwas verstanden von dem, was du sagst? Online irgendwas. Lead-Generierung online, Instagram, Facebook genau. Und so weiter. Über online zu sehen, wie viele er bekommt, irgendwie wir machen Battle. Wir machen Battle Online-Marketing gegen Messe. Das ist das Battle. Okay. Zu sehen, was mehr reinschlägt und einschlägt. Du alter Bettler. So, jetzt machen wir das. Komm, wir zeigen es mal. Also, du hast uns so lange gestalkt, bis wir gesagt haben, wir drehen jetzt das Video. Das ist das Haus, was wir gleich machen. Das war eigentlich mein ganzes Messeziel, dich zu erreichen. Nee, Quatsch. Ja, doch, ehrlich. Ich habe das affirmiert. Was hast du? Ich habe eine Affirmation gemacht. Eine Affirmation. Ja. So, und das werden wir jetzt mal zeigen. Hat das einen Namen? Das heißt einen Namen, das ist Porto. Porto. Ist das großes Porto. Und das kleine nebenan? Wie heißt Sunshine. das? Sunshine. Genau. So, vielen Dank fürs Einschalten. Ja. Ja, und du würdest es direkt kaufen, wenn du die Kohle hättest? Doch, ja. Sehr cool. Bis dann. Ciao, ciao. Vielen Dank. Tschüss.